Hallo Anna, schön, dass du heute mit mir über deinen Alltag in Deutschland sprechen möchtest. Ich finde es immer spannend, wie unterschiedlich unsere Routinen Hallo sind. Thomas. Ja, das finde ich auch. Mein Alltag hier in Deutschland ist manchmal ziemlich stressig, aber auch interessant. Aber ich muss sagen, es gibt viele Dinge, die ich an der deutschen Kultur nicht verstehe. Ach, wirklich? Zum Beispiel, was meinst du? Für mich ist vieles logisch und geordnet, was in Deutschland sehr wichtig ist. Nun, zum Beispiel der strikte Zeitplan. In meiner Heimat haben wir ein bisschen mehr Flexibilität. Hier muss alles pünktlich und geplant sein und das macht manchmal den Alltag so mechanisch. Das stimmt. Pünktlichkeit ist hier sehr wichtig. Aber findest du nicht auch, dass diese Struktur einem hilft, den Tag besser zu organisieren? Ja, aber manchmal fühle ich mich dadurch auch gefangen. Am Morgen muss ich immer so früh aufstehen, zur Arbeit hetzen und dann den ganzen Tag zwischen Terminen hin und her laufen. Das nimmt mir oft die Freiheit, einfach mal spontan zu sein. Ich verstehe, dass es manchmal zu streng wirkt. Aber ich glaube, dass die Planung auch dazu beiträgt, dass man am Ende des Tages mehr Zeit für sich hat. Wenn alles reibungslos läuft, bleibt mehr Raum für Freizeit und Familie. Das mag stimmen, aber ich finde, dass es oft zu wenig Raum für Kreativität und Entspannung gibt. Gestern zum Beispiel, als ich versuchte, mich auf einen neuen kreativen Kurs einzulassen, musste ich erst all meine Termine absagen, weil ich mich nicht traute, etwas Ungeplantes zu machen. Interessant. Vielleicht liegt es daran, dass du dich in dieser Umgebung anders anpassen musst. In Deutschland ist es wichtig, dass man seine Verpflichtungen ernst nimmt. Aber ich finde es bewundernswert, dass du trotzdem versuchst, kreativ zu bleiben. Danke, Thomas. Aber manchmal fühle ich mich auch sehr einsam in diesem System. Es ist, als ob die Menschen zu sehr in ihre täglichen Routinen verstrickt sind, um Zeit für spontane Treffen oder tiefere Gespräche zu haben. Da hast du vielleicht einen Punkt. Ich sehe oft, wie Kollegen direkt in der Mittagspause an ihren Handys hängen oder nur kurz miteinander plaudern. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass viele hier einen sehr stressigen Job haben. Genau. Ich habe das Gefühl, dass Arbeit in Deutschland oft über alles gestellt wird. Selbst an Wochenenden und Feiertagen denken die meisten Menschen an ihre Arbeit. In meiner Heimat war das Leben viel entspannter und die Familie stand immer im Mittelpunkt. Das ist eine interessante Beobachtung. Hier in Deutschland hat sich in den letzten Jahren zwar einiges verändert, aber viele alte Muster bleiben bestehen. Zum Beispiel der Trend, dass man ständig erreichbar sein muss. Ich selbst kämpfe manchmal damit, nach Feierabend wirklich abzuschalten. Das ist mir auch schon passiert. Neulich habe ich am Sonntagabend E-Mails gecheckt, obwohl ich eigentlich Zeit für mich haben wollte. Dieses Gefühl der Verpflichtung lässt einen manchmal nicht los. Ich kann das gut nachvollziehen. Vielleicht müssen wir als Gesellschaft lernen, Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit besser zu respektieren. Hast du schon mal überlegt, ein Hobby zu beginnen, das dir hilft, diesen Stress abzubauen? Ja, ich habe darüber nachgedacht, wieder mit dem Malen anzufangen. Früher habe ich es geliebt, aber irgendwann wurde es von der Arbeit überschattet. Allerdings fällt es mir schwer, mir Zeit dafür zu nehmen, wenn der Alltag so durchstrukturiert ist. Das ist wirklich schade, denn kreative Aktivitäten können Wunder wirken. Ich habe vor kurzem selbst mit dem Joggen begonnen. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und ein bisschen Abstand von der Routine zu gewinnen. Joggen ist toll, aber nicht jeder fühlt sich damit wohl. Ich denke, es wäre besser, wenn wir uns öfter bewusst Auszeiten nehmen würden. Vielleicht könnten wir zusammen einen Workshop besuchen oder einen gemütlichen Nachmittag in der Natur verbringen. Das ist eine großartige Idee. Ich mag die Natur sehr, und ein gemeinsamer Ausflug könnte helfen, die täglichen Zwänge zu vergessen. Aber weißt du, manchmal gerate ich auch in einen Streit mit mir selbst. Einerseits schätze ich die Ordnung, andererseits fühle ich mich manchmal eingeengt. Das kenne ich nur zu gut. Es ist nicht leicht, das Gleichgewicht zu finden. Ich fühle oft, dass ich zwischen der Erwartung, alles perfekt zu machen, und dem Wunsch, einfach loszulassen, hin und her gerissen bin. Vielleicht liegt der Schlüssel darin, kleine Freiräume im Alltag zu schaffen. Schon ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause oder ein paar Minuten Meditation können helfen, den Stress abzubauen.
Was meinst du? Ja, das stimmt. Aber es ist schwierig, in einem so strengen System kleine Freiräume zu finden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es einfach nicht erlaubt ist, mal unproduktiv zu sein. Ich verstehe, dass du das so empfindest. Aber vielleicht müssen wir anfangen, den Wert von Entspannung und Nichtstun neu zu bewerten. Es ist wichtig, dass man auch mal Zeit hat, über sich selbst nachzudenken und einfach nur zu sein. Das ist eine schöne Vorstellung. Ich glaube, wenn mehr Menschen das akzeptieren würden, könnte das zu einem besseren Miteinander führen. Zu oft sehen wir, wie Menschen sich wegen kleiner Fehler oder unvorhergesehener Ereignisse gegenseitig kritisieren. Da hast du recht. Es gibt oft Diskussionen darüber, wie man Dinge richtig macht. Aber jeder Mensch ist anders. Und manchmal sollte man auch mal nachgeben und Verständnis zeigen. Ich erinnere mich an einen Vorfall auf der Arbeit, als ich einen Fehler gemacht habe und mein Chef sehr streng war. Oh, das klingt anstrengend. Wie bist du damit umgegangen? Zuerst war ich sehr verletzt und wütend. Ich fühlte, dass mein Einsatz nicht anerkannt wurde. Später habe ich jedoch mit meinem Chef gesprochen und ihm erklärt, wie sehr mich die Kritik getroffen hat. Wir haben einen Kompromiss gefunden und er hat mir zugehört. Es war ein schwieriges Gespräch, aber letztlich hat es mir geholfen zu verstehen, dass auch Chefs manchmal menschlich sind. Das ist beeindruckend, Thomas. Es erfordert viel Mut, solche Gespräche zu führen. Ich glaube, es zeigt, dass man manchmal Konflikte braucht, um zu wachsen. Wenn man sich ständig nur in einer perfekten Routine bewegt, bleibt wenig Raum für persönliche Entwicklung. Ganz genau. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sind nicht immer negativ. Sie können uns auch helfen, neue Perspektiven zu gewinnen und zu lernen, Kompromisse einzugehen. Ich denke, genau das macht unseren Alltag so spannend und lebendig. Ich stimme dir zu. Auch wenn der Alltag in Deutschland oft sehr strukturiert ist, gibt es immer wieder Momente, die uns herausfordern. Diese Momente, auch wenn sie manchmal unangenehm sind, machen das Leben letztlich abwechslungsreich. Genau. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht zu sehr von den täglichen Pflichten überwältigen lassen. Manchmal müssen wir einfach innehalten und uns daran erinnern, warum wir all das tun. Es geht nicht nur um Arbeit und Termine, sondern auch um die kleinen Freuden des Lebens. Das sehe ich genauso. Ich habe gelernt, dass es okay ist, auch mal Fehler zu machen und dass nicht alles perfekt laufen muss. Wenn man sich zu sehr auf Perfektion konzentriert, verliert man den Blick für das, was wirklich wichtig ist, nämlich das Leben selbst. Schön gesagt, Anna. Ich glaube, dass viele Menschen hier in Deutschland noch lernen müssen, diese Balance zu finden. Es gibt immer noch zu viel Druck, alles richtig zu machen, und das führt oft zu Konflikten und Stress. Ja, und manchmal fühlt es sich an, als ob man ständig zwischen den Erwartungen der Gesellschaft und den eigenen Bedürfnissen hin und her gerissen ist. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns diese Vorstellungen hinterfragen und einen neuen Weg finden, der mehr Raum für Menschlichkeit lässt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehr über Themen wie Selbstfürsorge und mentale Gesundheit sprechen. Es gibt so viel, was man verbessern kann, wenn man die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt. Auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir alle ein bisschen offener miteinander umgehen würden, könnten wir viele Missverständnisse aus dem Weg räumen. Am Ende des Tages wollen wir doch alle ein glückliches und erfülltes Leben führen, oder? Absolut. Vielleicht könnte das auch ein Thema für einen zukünftigen Podcast sein. Wie man trotz des strikten Alltags in Deutschland Wege findet, sich selbst treu zu bleiben und das Leben zu genießen. Das wäre wirklich interessant. Und es könnte viele Hörer ansprechen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Es ist immer hilfreich zu wissen, dass man nicht allein mit seinen Herausforderungen ist. Genau. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche mit dir, Anna. Es ist bereichernd, über all diese Themen zu sprechen und dabei auch mal zu streiten. Denn aus Konflikten lernt man oft am meisten. Ich freue mich auch, Thomas. Unsere Diskussionen zeigen, dass es in jedem Alltag, egal wie strukturiert, immer Platz für neue Ideen und echte Emotionen gibt. Danke, dass du mir heute zugehört hast. Danke dir, Anna, für deine ehrlichen Worte und deine Offenheit. Ich bin sicher,
dass unsere Hörer viele wertvolle Anregungen aus unserem Gespräch mitnehmen werden. Ich hoffe es. Bis zum nächsten Mal und passt gut auf euch auf. Manchmal ist es gerade der tägliche Stress, der uns zeigt, wie wichtig es ist, sich auch mal eine Pause zu gönnen. Das stimmt. Bis bald und bleibt authentisch. Auch in diesem strukturierten Alltag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Thomas.